Und wer hat das getan? Wer? Die Russen natürlich, die Russen. Aber meine Kollegin in der CIA sagte, nein, wir sind nicht damit einverstanden. Und deshalb musste der Herr John Kerry einen sehr eigenartigen Bericht präsentiert. Und es ist ein Government Assessment. Es konnte kein Intelligence Assessment sein, weil meine früheren Kollegen waren nicht damit einverstanden. So, die Russen waren, nochmals, genau wie KAL-007 schuld daran. Ja? Und damit haben wir Sanktionen. Ja? Und wer suffers, wer leidet unter den Sanktionen? Nicht uns. Nicht uns. Wir sind indispensable. Sie. Ja, unverzichtbar. Sie. So, es ist jetzt ein bisschen, nicht ein bisschen, es ist jetzt sehr gefährlich, weil unser Militär und die Weißen Haus, wie sagt man, sophomores sort of, und ja, die wollen nicht mit den Russen kooperieren und wir haben alle diese ABM-Sites und die Russen sind mit gutem Reason, sie sind ein bisschen scared. Ein bisschen Angst, ja. Und so, ich werde nur dazu sagen, dass ich muss sagen, dass in meiner Meinung das Verhältnis zwischen den Russen und dem Westen ist mehr gefährlicher als während des Kalten Krieges. Und das ist etwas sehr groß und eine Ursache für Nachdenken. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange gesprochen habe. Ja, Ray McGovern, ganz herzlichen Dank für die knappe, aber sehr instruktive Einführung. Wir treten jetzt in die Diskussion ein und wenn ich darf, will ich eine erste Frage stellen. Ganz viele in Europa sagen, die USA will keinen Krieg mit den Russen führen, weil die Nachschublinien zu lang sind. Also bis die USA Truppen an die russische Grenze geführt hat, ist sozusagen der Krieg vorbei. Ja? Das wird zu lange dauern, glaubt man. Ganz schlaue Menschen in Europa. Und sie sagen, von daher wird es keinen Krieg geben zwischen den USA und Russland. Können Sie diese Meinung teilen? Ja. Das wäre schön, wenn ich das glauben könnte. Von der russischen Absicht ist die Stellung von First Strike Weapons, die sogenannten Anti-Ballistic Missile Sites,
ich spreche auf Englisch hier. Sie sind sehr, sehr gefährlich, weil als ich in der Dienst war, bin ich in Moskau 1972, als Nixon kam, um die Verträge zu unterzeichnen, die Anti-Ballistic Missile Vertrag. Ja? Und das war ein großer Beitrag zu einer balance, because no one country could build an anti-ballistic system that could encourage another country to attack it. Now it's much more dangerous for the Russians. If Russian generals tell Putin that these so-called defensive missile stations in Romania, Poland, and on ships in the Baltic and in the Black Sea, that they could mount a first strike on Russian missiles, then we have a very precarious situation again, and Putin will have to tell his generals what to do. Sagen wir, Sie sind Putin, ja? So, Putin sagt, also, Generale, keine Angst, keine Angst. Diese Systeme können nicht wirken. Die sind nicht, sie sind nur ein Projekt der Military Industrial Complex. Diese sind nicht, sie sind nur the biggest social welfare program for industrialists in der Welt. Verstehen Sie? Also, now the general are going to say, right, yeah, how can we be sure? And so Putin's not going to be able to resist that kind of thing. There will be countermeasures. And do we really want that? Do we really need that these days? When Medvedev, who was president of Russia, in 2012 met Obama in Seoul at one of these G7, G whatever conferences, ABC had its microphone near enough to hear Medvedev say to Obama, what about those anti-ballistic missile systems? My friend Putin has asked me to ask you about that. Obama was overheard on this microphone saying, oh yeah, we'll deal with that, but first I need to get re-elected. Yeah, the last thing I'd say on this is Vertrauen, Vertrauen. Das ist sehr wichtig. Ich sprach also über den Fehler von Vertrauen in Bezug auf die Expansion von NATO. Vertrauen zwischen den höchsten Vertretern der Nationen sind besonders wichtig, und Obama hat gar nichts getan, um dieses Versprechen zu annullieren oder sowas. Ja. Und das, wie ich sagte, ist sehr, sehr wichtig, weil wir sprechen von sehr, sehr wichtigen Dingen, die nicht since Kalten Krieg existiert haben. Ja, ich glaube, wir haben eine erste Runde gemacht. Ja, bitte. Es freut mich, dass Sie hier sind und so. Es freut mich, dass Sie hier sind und so spannend.
spannende Sachen so zu Russland. Aber was mich jetzt interessiert, seit der zweiten Amtsperiode von Obama wird ganz gezielt die Vorbereitung auf einen Krieg gegen China. Also ich dachte immer, Russland, darum sollen sich mal die Europäer kümmern und die dagegen vorgehen. Aber Russland, da spielt jetzt Japan, wurde wieder mit eingeschaltet, Vietnam. Dann wurde Südkorea, Nordkorea wieder destabilisiert. Und ich habe so den Eindruck, alles, was so jetzt passiert, geht in Richtung Krieg gegen China. Inklusive Handel mit TTIP und alles, was dazugehört. Eine sehr wichtige Frage. Wir sprechen von den Pivot, der Pivot nach China und Pivot, der Drehung nach China. Ja. Vor einem Jahr haben die Russen gesagt, wir werden unsere Verteidigungsausspenden von 5% reduzieren. Ja. Und ein Freund von mir, der diese Dinge sehr gut kennt, sagte also, Gott sei Dank für den Drehung, der Pivot nach Osten, weil soweit wir die Chinesen haben, dann haben wir immer die Reasons, die Ursachen für mehr und mehr und mehr Verteidigungsspenden.